Die Easy Credit Basketball Bundesliga wird präsentiert von Easy Credit. Tag 9 beim Hotel-Update beim Finalturnier 2020. Auch heute natürlich für Sie, liebe Basketballfans, die Insight rund um die Mannschaften bei diesem Event mit dem offiziellen Easy Credit BBL-Maskottchen Eliup. Sagt auch einen schönen guten Tag und wir sagen natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch an TJ Bray vom FC Bayern Basketball. Hat heute Geburtstag, wird 28 Jahre jung und natürlich gibt es auch an Tag 9 2 Spiele für Sie, dazu später mehr. Wir wollen aber zunächst mal auf das von gestern zurückschauen und auch deshalb sind das unsere Themen. Klare Sache, so liefen die Samstagsspiele. Tapen, Tapen, Tapen. Wir waren im Physioraum vom Bamberg und in der Lounge mit Ulms Dylan Osetkowski. Hier ist der Raum, wo die Teams ihre Videoanalyse machen vor den jeweiligen Spielen. Und natürlich haben auch wir was vorbereitet hier und analysieren gerade unser letztes Hotel-Update. Aber Scherz beiseite, wir kümmern uns zunächst um die Partie Fechter gegen Alba in unserer Rückschau. Sicherlich keine Partie, die lange in Erinnerung bleiben wird. 102:72 für die Berliner. Fechter dann auch noch ohne den verletzten Kapitän Josh Young. 9 Spieler nur auf dem Spielberichtsbogen. Da ist irgendwann dann auch die Luft ein wenig zu dünn. Aber jetzt gibt es erstmal die Stimmen zum Spiel, zunächst von Raster-Seite. Und da war natürlich auch die Frage, hätte man vielleicht nicht trotzdem ein bisschen mehr gegenhalten können? First 20 minutes was terrible for us. We didn't play with a lot of energy. You can't do that with a great team like that. They're not just a good team, they're a great team. We got to come out and play at a better pace, be more physical. And then, no, it wasn't fun. Not the first 20 minutes, but the second 20 minutes of the game, we played hard, we played all out. Fechter is a really good team, well coached, and they play really hard. Today, we just made a lot of shots, and that helped us build a lead, but we knew they were going to try to bring energy. I mean, they were short-handed, and they came out and played really hard. We just made more shots than they did tonight. Willkommen zur Partie Bamberg gegen Frankfurt. Brose Bamberg natürlich nach den 2 Niederlagen zu Beginn in Spiel 3 schon gehörig unter Druck, aber die haben den Knoten echt souverän gelöst mit guter Offense und viel besserer Defense als in den Spielen zuvor. Wichtig für Bamberg, 7 Spieler haben zweistellig gepunktet. Ja, und die Franken haben jetzt eben auch noch alles in eigener Hand Richtung Viertelfinale. Auf der anderen Seite die Frankfurter, wie hier auch hinter uns die Herren Völler und Vargas mit Athletiktrainer Greg. Die müssen das wahrscheinlich jetzt alles nur passiv vorm TV verfolgen. Hoffentlich machen sie das bei MAGENTA Sport. Aber natürlich haben wir den Frankfurter Tess Robertson gefragt, was war da los mit dem Sieg? Hätte man auch selber direkt ins Viertelfinale einziehen können. We just didn't get enough stops in the second half. And we got off to a very bad start, and they moved the ball well and got a bunch of open shots, and their shooters were able to get them going. Vor allem Defense hat gepasst heute, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten haben wir wieder nachgelassen und das darf eigentlich auf dem Niveau nicht passieren, weil gegen Mannschaften, wo es dann ebenbürtig ist, wird es dann vielleicht knapp hinten raus und dann verlierst du vielleicht noch so ein Spiel. Für die Seele tut es jetzt gut. Nach zwei Spielen, 2 Niederlagen, jetzt einen Sieg einzufahren, ist ganz wichtig für uns. Das glaube ich auch für die mentale Stärke, die wir brauchen für die nächsten Spiele. Und demnach glaube ich, ist es heute erstmal ganz gut so. Wie immer gibt es die Insights hier im Hotel, im Leonardo Hotel. Und jetzt sind wir bei Brose Bamberg im Physioraum, wo die Physiotherapeuten Heiko und Kilian schon hier Fuß anlegen, möchte ich mal sagen. Oder ihre Hand an die Füße der Spieler anlegen. Heiko, vielleicht geht das so einigermaßen, während wir erstaunt zu sehen, wie schnell das vor allem geht. Das ist vielleicht die wichtigste Frage. Wie schnell geht ein Fuß? Also wir haben ja zum Glück jetzt im Moment ein bisschen Zeit, deswegen würde ich sagen 1 Minute ungefähr ist also relativ entspannt, können wir das dann eigentlich rumlegen. In der Halle ist es bestimmt noch mal ein bisschen anders, wenn man alleine wäre oder so, aber wir haben Zeit, wir wollen keinen Stress erzeugen. Bevor ich meinen Bänderriss hatte, habe ich immer mit Bandagen gespielt und jetzt habe ich dann angefangen auch mich tapen zu lassen. Das ist einfach, fühlt man sich viel sicherer, würde ich sagen. Und Heiko und Kilian machen das echt gut und jeder Physio macht das ein bisschen anders, aber ist auch ein bisschen halt, manche mögen es ein bisschen so straffer, manche weniger straff, aber die machen das schon echt gut eigentlich, ja. Besonderes Turnier, besondere Bedingungen für alle Spieler, aber sicherlich auch für die Physios. Wo ist der Unterschied vielleicht bei dem Turnier? Normalerweise machen wir es in der Halle, jetzt gehen wir 1 Stunde vorher in die Halle. Da muss natürlich jeder eigentlich schon fertig sein, weil er dann sein eigenes Programm nochmal am Court so durchspulen oder abspulen kann. Und ja, deswegen, jetzt sind wir eben sehr früh dran heute mit dem Tapen und ja, fahren dann
direkt nach einer kurzen Ansprache vom Coach mit dem Bus in die Halle und dann geht's los. Was ist vielleicht so aus deiner persönlichen Sicht so das Besondere, was du brauchst? Beim Füße-Tapen? Rechts ein bisschen straffer als links, weil der ein bisschen verletzungsanfälliger ist. Ansonsten ist alles, vertraue ich ihm. Macht aber auch super, muss man wirklich sagen. Also ihr könnt euch hier austoben lassen sozusagen. Die Jungs sorgen dafür, dass die Spieler dann auch einigermaßen sicher und schon gut getaped eben nachher in den Bus steigen und dann geht es eben in den Audi-Dome. Das sind so die Insights, was das Thema Vorbereitung betrifft, in diesem Fall bei Brose Bamberg und wir sagen danke, dass wir dabei sein durften. Ja, ich freue mich, in der Magenta Lounge Dylan Ositkowski begrüßen zu dürfen. Der Mann, der ja mittlerweile und hier bei diesem Turnier für Ratio Farm Ulm spielt. Dylan, welcome. Good to have you here. Thank you. Thank you. Everybody's talking about something that's on the top of your head, the hairstyle. You changed it just recently. When did that happen and why did it happen? When it happened, I fell asleep last night and, woke up this morning and just ended up like this. Not sure what happened, almost like magic. What? No, the braids get a little dirty and obviously playing some games and got to finally wash the hair a little bit. So took them out and changed it up a little bit. Funny enough, if you talk with some people around here, a lot of them will say, well, this guy is a crazy guy. Is it true? Absolutely. Absolutely. I mean, I think it's great that people look at my hair, people look at my nails, people look at my shoes. People look at everything and they look on the outside looking in and, they think this guy's crazy. They think, look at his hair. I love that. I'm young once. I'm a professional basketball player for a certain amount of time, so why not have fun with it? How much did Johan Royakas, Göttingen's coach, help you to be maybe the player you are at the moment? I would say a big part. His coaching style and what he does and how he does it is very similar to college. Very detailed, very specific about what he wants done and the way he wants it done. And I came in the first 2 games and didn't play too much, and I kind of had to earn his respect. And that's what I've been doing my whole life, and to be continuing to develop as a player and as a person, earning people's respect and kind of showing what my game is and what I have to do. It was a good transition for me for my first year. Well, actually, nobody knew that you were just on loan playing for Göttingen. Did that sometimes, or did it never came up when you were playing there? Yeah, no, that's a good point. But no, nobody brought that up. And, myself, Ulm, Göttingen kind of went business is business and went our own ways that first year. And obviously now being able to play with Ulm in this tournament, it brings a unique perspective, being on 2 teams and now finishing off the season with another team. How is it mentally, wearing a different jersey, all those things? Or is it just, somebody who employs you? It's unique, to say the least. To be on a team that, has already gone through a whole season together, and in myself, in my position now going into the team, into a tournament, into the playoffs, I got to be a guy who adjusts to the team and doesn't have the team adjust to me. And, that suits my personality of being a team player and being a guy who's extremely unselfish. And, it is challenging at times, but with my personality, my character, I think it's pretty easy. You have the German passport. That's pretty cool. And you mentioned already that you would like to play for the German national team. Why not? Yeah. But did you talk to the federation already? Was there any contact at all? No, not yet. Maybe they watch this interview and like, oh, Dylan wants to play on the national team. Let's get him out there. Tag 9 bringt die abschließenden Spiele in der Gruppe A, unter anderem mit dem Tabellenführer und dem Tabellensieger der Gruppe A mit Ulm gegen Göttingen. Das Ganze um 14:45 Uhr und der FC Bayern Basketball, der gerade vom Video rausmarschiert gegen Oldenburg. Da geht es um Platz 2 und 3. 18:45 live bei uns. Und vermutlich haben die Jungs, vielleicht ja auch beim Video, was gerade hier im Raum gemacht wurde, TJ Bray, dem Geburtstagskind, ein kleines Ständchen gebracht.